Hi und willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch, wie ich mein sehr originalgetreues Elsa-Oberteil genäht habe. Ich möchte dieses Cosplay schon wirklich lange nähen und ich kann bald selber Elsa sein. Lasst uns heute erstmal mit dem Basiskleid beginnen. Mit Basiskleid meine ich ihr Kleid ohne den Schleier und ohne die Corsage. Ich stelle es mir so vor, dass der Stoff des Rockteils nach oben weitergeht, ungefähr so. Wenn man ganz genau reinzoomt, erkennt man, dass Elsas Ärmel aus einem Netzstoff sind, aber man erkennt keinerlei Nähte. Das heißt, ich möchte, wenn es geht, keine sichtbaren Nähte haben oder nur so wenig wie unbedingt nötig. Und normale Oberteile haben ja hier diese Schulternaht. Ich habe mir überlegt, das kann man doch auch in einem Stück nähen, sodass man nur unter dem Ärmel eine Naht hat. Dafür habe ich versucht, mir das Schnittmuster in typischer Cosplay-Methode mit Frischhaltefolie und Klebeband selber zu erstellen, aber das war nicht gut. Mein Folienschnitt war wirklich schief und krumm bis zum geht nicht mehr, sodass ich den sowieso nochmal anpassen musste. Das hat irgendwie nichts gebracht. Würde ich sowas nochmal machen, würde ich von einem gekauften Oberteilschnitt ausgehen, den aus Teststoffnähen auseinanderschneiden und dann habe ich auch einen Ausgangsschnitt. Jedenfalls, das war mein erstes Teststück aus einer alten Bettwäsche und einem dehnbaren Polyester-Jersey. Und mir hat das schon wirklich gut gefallen. Aber jetzt kommt noch eine Schwierigkeit hinzu. Vor 2 Jahren habe ich mir schon ein Anna-Cosplay genäht. Schreibt mir in den Kommentaren, ob ich dazu auch ein Video machen soll. Und ich möchte mit einer meiner besten Freundinnen als Elsa und Anna auf die Con gehen. Mein Anna-Kleid ist aber so eng auf meine Figur genäht. Ja, keine Chance, dass es irgendjemand anders anzieht. Deshalb bin ich diesmal schlauer und für das Basiskleid hatte ich die Idee, dass ich auf der Rückseite Gummibänder einnähe. Die sieht man später eh nicht und ich hielt das für eine super einfache Lösung, um das Kleid größenverstellbar zu machen. Falsch gedacht. Das Problem liegt hier. Wenn jetzt nämlich jemand mit einem größeren Brustumfang dieses Kleid anzieht, passt sich der Umfang schon an, aber es dehnt sich halt nur hinten. Und was passiert dann? Die Seitennähte schieben sich nach vorne und diese Seitennähte ziehen die Armnaht mit. Dadurch, dass die Ärmelansätze jetzt viel zu weit vorne sind, bauscht sich auch der Stoff vorne zusammen und hängt dann locker. Also wir lernen daraus, wenn man ein verstellbares Kleid mit Ärmeln machen will, dann muss es vorne und hinten verstellbar sein. Jedenfalls brauchte ich einen neuen Plan und habe beschlossen, Oberteil und Rock separat zu nähen. Dafür habe ich mein Teststück ermordet und den Ärmelpart abgeschnitten. Den unteren Teil von meinem Schnitt habe ich dann von einem gut sitzenden Oberteil abgenommen, was ich noch im Schrank hatte. Und das hier war mein Teststück für das Oberteil. Ja, mein Teststück hat nur einen vollständigen Ärmel, weil ich nicht genug von diesem Polyester-Jersey hatte, aber egal. Aber okay, ich hatte jetzt einen funktionierenden Schnitt. Den richtigen Stoff hatte ich mir auch schon ausgesucht, nämlich diesen elastischen Netzstoff. Und da ist es sehr wichtig, dass der sowohl längs- als auch querelastisch ist. Und solchen Stoff findet man, wenn man nach Tanzsportstoffen sucht. Aber mein Cosplay soll ja so originalgetreu werden wie möglich. Darum hieß es erstmal viele Referenzbilder analysieren. Zuerst mal hat Elsas Oberteil um den Halsausschnitt rum so einen dünnen Glitzerstreifen. Dann gibt es hier diese beiden Streifen aus Rechtecken, die so ein bisschen off-shoulder-mäßig wirken, als ob die so runterhängen. Vorne sieht es aus, als ob die in der Corsage verschwinden, aber der obere geht hinten einmal außen rum. Und zwischen diesen beiden Rechteckstreifen gibt es nochmal 2 dünnere Linien und an den Armen hat sie dann noch diese 2 Kreuze mit unterschiedlichen Rautendetails außen herum. Und dann habe ich alle Muster so genau wie ich konnte mit einem Filzstift an die richtige Stelle auf mein Teststück drauf gezeichnet. Das sieht aus wie ein Chromosom. So super ordentlich ist meine Skizze leider nicht geworden, aber nicht so schlimm, denn mein ganzes Schnittmuster habe ich dann digitalisiert und in Inkscape diese Details nachgezeichnet. Dadurch, dass ich es auf mir selber vorgezeichnet habe, wusste ich dann auch genau, an welche Stelle sie hin müssen. Hier seht ihr meinen fertigen ausgedruckten Schnitt und dann konnte ich auch schon zuschneiden. Dabei habe ich keine Nahtzugabe am Halsausschnitt und an den Enden der Ärmel gelassen, weil ich da nicht vorhabe, das Oberteil umzunähen. Und jetzt kommt der beste Teil, nämlich riesige Mengen Glitzersteine aufzukleben. Wenn man genau hinschaut, sieht Elsas Oberteil tatsächlich nicht aus, als ob das einzelne Glitzersteine wären. Aber ich habe mich für Hotfix-Steine entschieden, weil die relativ leicht aufzubringen sind. Und dadurch, dass zwischen den Steinen immer kleine Lücken sind, bleibt der Stoff auch dehnbar.
Ich habe extrem unterschätzt, wie lange es dauert, diese Steine aufzukleben. Erstmal habe ich mega viel Zeit damit verbracht, diese Steinchen einfach nur umzudrehen. Und dann muss man jedes einzelne Steinchen 10 Sekunden oder länger mit dem Hotfix-Tool erhitzen. Und das summiert sich auch. Hey, und hier sieht man zum ersten Mal in diesem Video tatsächlich eine Nähmaschine. Ich habe die Seitennähte mit einem hautfarbenen Garn genäht, weil ich mir zumindest einbilde, dass so die Nähte unauffälliger sind, als wenn ich blau nehmen würde. Damit die Spitze am Ärmel bleibt, wo sie ist, habe ich mit einem dünnen Satinband eine Schlaufe genäht und den Saum des Oberteils habe ich zweimal umgeschlagen und mit Zickzackstich abgenäht. Wichtig, damit das Oberteil auch unten dehnbar bleibt. Ich bin so begeistert davon, wie mein Oberteil glitzert und funkelt. Meine Low-Budget-Kamera wird dem nicht gerecht. Ich muss aber gestehen, ich bin nicht ganz glücklich damit, wie unter meinem Ärmel diese vielen Falten entstehen, wie wenn mein Arm runterhängt. Aber das lässt sich nicht vermeiden, wenn man keine Schulternähte haben will. Und damit wisst ihr jetzt auch, warum bei einem normalen Oberteil die Ärmel immer schräg nach unten laufen. Mit diesem Oberteil und einer schlichten Corsage ist mein Elsa-Cosplay natürlich noch nicht fertig. Ich werde dir mein nächstes Elsa-Cosplay-Tutorial hier verlinken, sobald es fertig ist. Bis dahin schau dir doch eins meiner anderen Videos an und bis gleich!